Hey Leute, ich sag's euch, ich bin in einem echt harten Dilemma. Und zwar kaufe ich eine Harley Davidson Panamericana oder bleibe ich bei der KTM. Habe heute mal mit der Werkstatt telefoniert und anders als zur bisherigen Annahme, dass die Elektronik ausfällt und der Motor in Notlauf geht, ist es wohl so, dass der Motor in Notlauf geht und deshalb quasi die anderen Systeme sicherheitsbedingt ausschalten. ACC kann keine Geschwindigkeit mehr halten, weil Notlauf. Traktionskontrolle kann nicht mehr richtig funktionieren, weil der Notlauf, und Geschwindigkeitsregelung klappt auch nicht mehr, weil der Motor nicht mehr liefert. Dementsprechend ist das so leider ungünstig. Ich habe schon versucht, eine Liste zu machen. Eine von vielen. Links Harley Davidson. Man würde einfach beginnen mit dem neuen Glück. Der Sound ist krass mit Castech Auspuff. 8000er Service stresst mich ein bisschen. Und ja, ich würde eher sagen, die Harley Davidson ist ein bisschen mehr in Richtung Cruisen und Gemütlichkeit. Genau, KTM natürlich hier, Ready to Race, klar. Schlechte Erinnerungen kann man einfach nicht mehr wegreden nach 2 Jahren solcher Erfahrungen. Vorteil 15.000 Kilometer Serviceintervall und im Verhältnis zu Cruise ein bisschen mehr Attacke. Also ich habe gesagt, ich melde mich beim Harley-Händler auf jeden Fall heute. Dementsprechend versuche ich jetzt irgendwas zu entscheiden. Echten Wahnsinn. München, Wintereinbruch. Oh Mann, echt, es schneit schon den zweiten Morgen in Folge, wirklich eiskalt hier. Unfassbar. Ich bin gerade ins Auto gegangen und stehe jetzt vor einer Entscheidung. Der sogenannte Point of No Return. Entweder fahre ich jetzt mit meinem Vorderreifen, den ihr gerade schon gesehen habt, zum Motortreff Balog, gebe Ihnen den noch und dann ist es quasi abgeschlossen. Die KTM wird für Sardinien verwendet. Und alles Equipment und alles, wie es ist, das passt und das bleibt. Und wir hoffen, dass das Bike hält. Niemand kann in die Zukunft schauen. Motortreff Balog, es liegt nur bei euch. Ein bisschen Erwartungshaltung in Form bringen. Option 2, ich fahre nicht oder nach Motortreff Balog zum Harley Davidson Händler. Unterschreibe dort den Kaufvertrag, überweise Ihnen das Cash direkt. 11.000 kriege ich für die KTM. Nach dem Urlaub wird auf jeden Fall das 30.000er Service anstehen und auch die Garantieverlängerung, wenn sie echt gehalten hätte. Das weiß man nicht. Aber heißt Pi mal Daumen grob mindestens 1.500 bis 2.000 Euro. Das müsste man eigentlich auch noch gegenrechnen. Die Harley ist aktuell 9.000 Euro Aufpreis. Und diesen super Schnäppchen gibt noch eine 23er Aktion, die gerade gelaufen ist. Gibt 3.500 Euro Zuschuss. Das wäre deshalb ein Mega-Deal. Das sind die beiden Optionen. Verdammt, das Leben ist hart. Servus. Wobei, wenn ich denke, das Leben ist hart, mit der Entscheidung zwischen Motorrad oder Motorrad, pure Luxusentscheidung. Das Leben ist super. Wieso ist es nicht gut, mit einem neuen Motorrad auf Urlaub zu fahren? Ich hatte das ja schon mit der Ducati Multistrada V4S und wenn du dann ein Motorrad mit den Straßenverhältnissen, mit den Elektronik-Settings heutzutage nicht kennst, kann es vielleicht zu Problemen mit der Traktionskontrolle führen. Genau, zudem Kurvenverhalten, Reifen, gegebenenfalls ja alles neu. Bei der Ducati war es neu, da hatte ich einen Pirelli-Reifen, den ich noch nie hatte. Bei der Harley Davidson wäre es auch neu, weil da gibt es einen Harley Davidson Reifen, der ja angeblich ein Michelin-Reifen ist, aber wie gesagt, meinerseits nur hören sagen. Und das beschäftigt mich natürlich auch. Das heißt, wenn ich nach Sardinien fahre, will ich natürlich auch etwas sportlich dynamisch unterwegs sein. Deshalb habe ich ja auch eine Super Adventure S. Das Bike ist halt schon ein bisschen ausgelegt für Ready to Race. Wir wissen es, wir kennen es und wir lieben es. Und natürlich habe ich auch schon 18.000 Kilometer drauf, 6.000 davon nur mit 1 PS Leistung. Aber hey, trotzdem bist du das Motorrad gefahren, du weißt, auf die Traktionskontrolle ist Verlass. All dieses Zusammenspiel musst du immer erst erfahren. Und das solltest du erfahren, wenn du eine gemütliche Wochenendausfahrt machst, wenn du einfach ein paar Wochen Zeit hast, wo du täglich vielleicht ein bisschen in die Arbeit fährst, wo du hier Kontakt hast mit Straßenlinien, wo du dort Kontakt hast mit Zebrastreifen, mit Teerstreifen, mit allem Möglichen, aber nicht, wo du an Tag 1 in Sardinien ankommst, dich auf jeden Fall auf den ersten Bergpass, Küstenstraße, Kurvenstraße, was auch immer freust und einfach auch ein bisschen am Hahn drehen willst. Das sind meine Gedanken und meine Bedenken. Man versucht ja aus bisherigen Fehlern zu lernen und ja, auch bei allen anderen Abenteuern, die ich so mache, niemals neue Ausrüstung irgendwo auf einen Trip oder auf einen Urlaub mitnehmen, weil du weißt nicht, was passiert. Du musst dich auf jeden Fall irgendwo ertestet, ausprobiert oder sonstiges Zeug damit gemacht haben. Bei Zelt haben wir ja extra in Vorarlberg und im Bayerischen Wald einfach die Erfahrung gemacht, auch den Schlafsack getestet, bevor du damit halt nach Irland fährst, weil da kann alles Mögliche schief gehen. Und ja, wir fahren ja mit dem Motorrad auf Urlaub. Das heißt, wenn du das Motorrad wechselst, ist es so ziemlich die Kernkomponente des Ganzen. Hohes Risikopotenzial, fehlzuschlagen.
Aber natürlich im Verhältnis zu einem Motorrad, das gar nicht fährt, kann man über das Risiko nachdenken. Update. Und zwar, Problemsituation ist jetzt bekannt. Problem nur, es gibt zwei Optionen, die die Ursache sind. Es gibt einerseits die Option, es ist der Rotor, soweit so gut. Und Option 2, es ist der Hauptkabelstrang. Das ist übel. Oh yes. Guten Morgen. Ich bin komplett fertig mit den Nerven. Habe gerade nochmal die Werkstatt Motortreff Balog angerufen, in der Hoffnung zu klären, was passieren werden würde, wenn der Rotor ausfällt und wir das Moped quasi gar nicht bekommen vor der Abfahrt nach Sardinien, weil Worst Case wäre wirklich, du machst Sardinien-Urlaub, aber du hast dann gar kein Moped zum Hinfahren. Ja, einfach, ob es die Option eines Ersatzfahrzeugs gäbe oder ob es irgendeinen anderen Plan B gibt. Aber ja, es sieht wirklich übel aus und ich glaube, ein guter Satz, den meine Freundin gestern Abend gesagt hat, war, du kannst es nicht bereuen, wenn du eine Harley kaufst, aber du kannst es bereuen, wenn du keine Harley kaufst. Hallihallöchen! Falls ihr euch an dieser Stelle fragt, was ist eigentlich mit der Entscheidung GS passiert? Und zwar, die GS war für mich ja immer die vernunftbasierte Entscheidung. Das heißt, es hat KTM gegeben, Emotionen, weil ready to race, weil geil, weil ich hatte immer Bock. Und die Vernunftentscheidung hat nicht mich persönlich 100% in Feuer und Flamme versetzt, aber ich bin mir eigentlich sicher, es ist ein gutes Motorrad. Sie fährt solide, sie ist das am meisten verkauftesten und weltbeste Motorrad, die GS. Sie wird schon fahren, auch erste Serie, genau. Also das waren die beiden Optionen. Aber dann habe ich halt nochmal die Probefahrt von der Panamerika gemacht und habe halt einfach entdeckt, mein Herz ist Feuer und Flamme und dementsprechend, warum sollte ich die vernunftbasierte Entscheidung treffen, wenn ich einfach ein Motorrad gefunden habe, das wirklich genau dieses Gefühl weckt, wie es beim Motorradfahren einfach sein sollte. Du hast einen super geilen Bock und der fährt einfach mega geil und du bist jedes Mal mega happy, dich draufzusetzen und du weißt einfach, oh yeah, das ist genau, was ich will. Also, weshalb ist die GS gar nicht mehr im Spiel? Aus dieser Ursache. Die Harley weckt einfach Freude, Liebe, Emotionen, einfach all das, was Motorradfahren ausmacht. Da muss man nicht mehr nachdenken. Ich glaube, mit diesen Worten sollte man durchstarten. Hallihallöchen, liebe Leute. Bin ich glücklich? Bin ich's nicht? Ich bin verdammt glücklich. Ich habe mir gerade eine Harley Davidson Panamerika bestellt, gekauft. Es ist Freitag. Wir haben 14 Tage, dann geht die Fähre nach Sardinien. Die KTM-Geschichte ist somit vorbei. Morgen kann ich die Papiere abholen. Am Montag um 12 Uhr habe ich einen Zulassungstermin. Montag und Dienstag habe ich die Zeit, 1000 Kilometer drauf zu fahren. Freitag nächste Woche Erstservice und Installation vom Touratech Kofferträger. Dann starten wir, wenn alles nach Plan geht, eine Woche später voll ausgerüstet mit einer Pan Am nach Sardinien. Und Mann, freue ich mich, die Küstenstraßen entlang zu cruisen und ein bisschen zu heizen mit einem Kestech-Auspuff und einfach the American way of life and feelings in my heart. Ja, so fühlt sich eine richtige Entscheidung an. Danke. Also Leute, ihr seht, der aktuelle Plan. Freitag, das ist heute, wir sind schon verspätet. Papiere kommen morgen. Passt. Zulassung, Montag, Dienstag, 1000 Kilometer fahren. Mittwoch fahren wir auf eine Hochzeit, sind weg bis Freitag. Freitag ist das Moped dann beim Händler und macht das Tausender-Service, besten Fall Auspuffmontage. Ich bin dann auf Fahrradtour 5 Tage. Montage vom Touratech Kofferträger zusätzlich plus die Montage vom Kestech Auspuff. Wow! Ich freue mich so auf dieses mega geile Teil. Danke vielmals, Harley Davidson München West, dass ihr das möglich gemacht habt. Ihr seid der Hit. Okay. Ich bin währenddessen auf Fahrradtour, weil ja, wenn schon durchgeplant, wir wussten voll durchgeplant. Also zuerst Hochzeit, dann Fahrradtour und dann geht's weiter. Final. Haben wir genau einen Tag, um das gesamte Setup zu finalisieren. Hey, all in ist schon eine geile Sache im Leben. 2.5. heißt Motorrad abholen, Gebäck passend machen, noch die letzten Kleinigkeiten wie SW-Motortech-Stuff und so montieren und dann ready to rumble. Am 3.5. geht die Fähre. Go, Sardinien, wir kommen mit einer Harley. Mega geil.
Oh yes, jawohl. Alles erledigt, Wunschkennzeichen reserviert, Plan im Plan. Es ist noch immer derselbe Tag. Einfach mal alles bestellt, alles gecheckt, alles überdacht. EVB habe ich mir auch noch geholt. Und leider der Werkstatt auch Bescheid gegeben, Motortreff Balog, dass die KTM verkauft wird. Jawohl! Ihr ahnt schon, was das genau ist. Absolut korrekt. Ich komme gerade vom Harley-Händler und habe die Rechnung beglichen und alles läuft nach Plan. Jawohl! Bestes Gefühl des Jahres. Bestes Gefühl des Jahres. Ciao! Wenn du maximal vorbereitet bist, 1000 Kilometer bei 0 Grad zu fahren und dann das Erstservice einfach in Sardinien machen kannst. Jawohl! Wow, liebe Leute, ich komme hier gerade vom Harley-Davidson-Händler, Kennzeichen drauf montiert und ich habe tatsächlich einiges an Zubehör bekommen. Habe ich noch nie bei einem Motorradkauf. Tatsächlich eine Helmhaube, dass du ihn gut transportieren kannst, einfach auch ins Gepäck und so reinstecken kannst. Natürlich die Originalanleitung, soweit so klar. Einfach ein richtig dicker, fetter Zubehörkatalog. Dann ein wunderschönes Täschchen, wird auf jeden Fall verwendet. Bisher bin ich noch mit Ducati gefahren, auch bei KTM. Da habe ich sowas nicht gekriegt, aber geil. Fühlt sich auch sehr geil an. Und dann muss man sagen, mega der Hit, ein Original Harley-Davidson Rucksack. Merci, merci. Nee, vielen lieben Dank. Wow, bin echt überrascht. Sowas habe ich echt noch nie bekommen. Und dann natürlich hier noch das Nonplusultra, kein Witz. Man bekommt eine originale Urkunde, natürlich, man bekommt eine Urkunde, dass man sein Motorrad bei einem offiziellen Harley-Händler hier gekauft hat und es quasi auch ein Originalfahrzeug ist. Also das nenne ich mal wirklich der Hit, eine Urkunde für eine Harley. Mega geil, das ist doch wirklich einfach verrückt. Okay, spannend. Montagewerk, tatsächlich. Pennsylvania, Brasilien oder Thailand. Und wir sehen hier Montagewerk. Das Nummer 8 hier, direkt was nach N kommt. Und es bedeutet, ich habe eine in Thailand gebaute Harley. Mega geil. Woo! Wir kommen Freitag an mit der Fähre, haben einfach Montag unseren Erstservice-Termin um 10 Uhr. Perfekt. Ich fahre gemütlich hin, wird ein paar Stunden dauern, ganz gemütlich. Ich bin mega, mega happy. Danke an Harley-Davidson München für diese Sachen, München West vor allem. Und danke an Harley-Davidson hier in Sardinien. Großartig. Oh yes, das nächste Zubehörteil angekommen. Vertraue niemals dem Touratech-Support. Wenn du wirklich dort anrufst und fragst, passt dein alter KTM Touratech-Koffer auf dein neues Evo X Koffersystem der Harley-Davidson Panamericana und man sagt dir ja und du 12 Stunden vor Abreise draufkommst, dass dieser verdammte Koffer gar nicht passt, dann könntest du am Arsch sein. Schauen wir, was wir draus machen. So, ihr lieben Leute, und zwar, wir haben es tatsächlich geschafft. Es war der Wahnsinn. Am letzten Tag sind wir echt drauf gekommen, dass der alte Koffer nicht auf das neue Motorrad passt. Ganz grob zusammengefasst, da wird es ein eigenes Video darüber geben. Ich hatte 3 Anfragen an Touratech und alle 3 Anfragen wurden einfach falsch beantwortet. Der Zylinder, der Schließzylinder hat tatsächlich nicht gepasst. Es war rund in eckig. Sie haben mir gesagt, passt. Der Koffer hat tatsächlich nicht an den Rahmen gepasst, weil da eine Querstrebe im Weg war. Ich hatte durch Zufall, durch ein anderes Hobbyprojekt einfach Fräsköpfe zu Hause. 6 Stück, deutsche Qualität, kann alles fräsen. Ich hatte es nur für Holz gekauft, aber ich habe es getestet und ich habe einfach den Rahmen passend gefräst. Jawohl, Dankeschön. Es hält, kann ich euch sagen. Und Nummer 3, kann ich die Gepäckbrücke selbst montieren? Und ich habe noch gefragt, was bedeutet dieses Rücklicht hier mit diesem Pfeil auf dem Plan, auf so einer Skizze quasi, PDF? Ja, also kein Problem, kriegst du hin, sind nur 5 Schrauben. Ja, aber die eine Schraube ist
bei der Harley unter dem Rücklicht. Das heißt, du musst das ganze Rücklicht abbauen, die Kennzeichenhalterung, eigentlich das ganze Heck, damit du an die eine Schraube rankommst, um die Original-Gepäckbrücke abzubauen. Und dann kannst du die Touratech-Gepäckbrücke draufbauen. Also ja, bin komplett gescheitert. Hab's auch gar nicht versucht, weil ich mir gedacht habe, wenn ich da was verbock am Tag vor der Abfahrt, kriege ich es nicht mehr hin. Wir brauchen die Gepäckbrücke von Touratech auch gar nicht für die Sardinienreise. Also habe ich das einfach so gelassen. Aber ja, also Touratech hat uns da echt noch einen harten Knick durch die Rechnung gemacht. Deshalb vielen lieben Dank an Touratech Allgäu. Da ist ein super netter Kerl, der Gunther. Der ist mir telefonisch beigestanden und hat mir überhaupt mal erklärt, was klemmt beim Koffer und was ich tun könnte. Dann habe ich gesagt, ich habe das Frässet. Und er hat tatsächlich auch gesagt, wir können ihm da früh am Tag, wo wir zur Fähre fahren, also morgen von jetzt aus, einfach bei ihm vorbeikommen und er baut uns on the road quasi den Schließzylinder ein für unseren neuen Koffer. Geil. Das heißt, auf dem Weg nach Genua haben wir noch einen Stopp bei Touratech im Allgäu und er ist so lieb und baut uns dort den Schließzylinder in den neuen Koffer ein. Wow, das ist ein Trip. Also, unsere Reise beginnt jetzt nach Sardinien mit der Harley Davidson Pan America Special 1250. Was für ein geiler Bock, kann ich euch schon ein bisschen anteasern. Freut euch auf die kommenden Videos. Schön, dass ihr dabei seid. Das KTM-Kapitel ist somit abgeschlossen. Wir lassen das auch so. Das Motorrad wurde verkauft. Ich habe es von der Werkstatt noch zurückgehalten. Es ist repariert. Es funktioniert. Das war's für mich. Und jetzt genießen wir die grandiose Zeit mit der Harley. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just open up. Don't be Danke fürs Zusehen. Lasst auf jeden Fall noch ein Like und ein Abo da. Die Abenteuer bleiben wie immer spannend.